In diesem Video zeige ich die Elfengrotte von Bad Bertrich und wir gehen durch diesen Kurort an der Mosel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Daheim und unterwegs. Wir sind in Bad Bertrich, einem kleinen Ort im Übergang zwischen Eifel und Mosel. Aus der Eifel kommend fließt der Üßbach in Richtung Bad Bertrich. Bevor wir in den Kurort selber gehen, folgen wir dem Flusslauf und besuchen eine ganz besondere geologische Attraktion, nämlich die Elfengrotte am westlichen Ortseingang von Bad Bertrich in Richtung Kennfuß. Die Elfengrotte wird alternativ auch Feengrotte oder Käsegrotte genannt. Besonders der Begriff Käsegrotte ist auf ihr äußeres Erscheinungsbild zurückzuführen, denn sie sieht aus, als wären in ihr Käselaibe gestapelt worden. Die Elfengrotte ist natürlichen Ursprungs, denn hier war ein Vulkan am Werk. Man sieht, dass die Vulkaneifel nicht weit entfernt ist. Hier haben heißes Gestein und unnachgiebiges Wasser eine Grotte geformt, die in jeder Hinsicht die Fantasie anregt. Neben ihr fließt der kleine Elbesbach wie in einem kleinen Wasserfall an ihr vorbei und speist mit seinem Wasser den Üßbach, der wenige Kilometer weiter bei Alf in die Mosel mündet und einiges zur Gestaltung der Landschaft in diesem Ort beigetragen hat. Hier rund um Bad Bertrich kann man erkennen, mit welcher Urgewalt in der sogenannten Würmkaltzeit die Natur am Werke war. Diese Würmkaltzeit dauerte von rund 115.000 bis 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es war die bis jetzt letzte große Eiszeit. Es ergossen sich mehrere Basaltströme vom Vulkan aus ins Tal. Einer dieser Ströme floss hier ins Üßbachtal. Der Bach war deswegen gezwungen, sich ein neues Bett zu schnitzen und es entstand diese hübsche Landschaft. Und für diesen Lavastrom hat sich die Geologie hier etwas ganz besonders Tolles einfallen lassen, nämlich Säulen zu formen, die in ihrer Form an die von Käseleiben erinnern. So entstand hier die Elfen- bzw. Käsegrotte. Diverse Risse schnitten sich horizontal in die Säulen ein, die Verwitterung rundete die Kerben ab und so könnte man heute meinen, hier hätte jemand Käseleibe gestapelt. Auch wenn es der Name nahelegt, aber Elfen waren hier nicht am Werk gewesen. Der Name Elfengrotte geht auf eine im 19. Jahrhundert erbaute Elfenmühle zurück, die sich in der Nähe der Grotte befindet. Dies ändert aber nichts daran, dass die ganze Naturerscheinung hier wahrhaft märchenhaft ist. Besonders weil steile Felsen hier den kleinen Wasserfall und die Grotte richtig umrahmen. Man kann hier problemlos auch noch etwas höher gehen und die Furt von einem schmalen Brückchen aus auf sich wirken lassen. Gestalten wir es nun etwas urbaner, machen wir einen kleinen Rundgang durch Bad Bertrich. Wir stehen hier vor dem Kurgarten am Beginn der Kurfürstenstraße. Hier steht das Parkhotel, die erste Adresse am Platz. Dieses Hotel gehörte einst Günter Eichberg, er war Bürgermeister von Bad Bertrich und Präsident des Fußballvereins Schalke 04. Dank dieser Kontakte zum Fußball trainierte die Nationalmannschaft der Schweiz hier im Rahmen ihrer Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2006. Am Ende der Kurfürstenstraße treffen wir wieder auf den Üßbach, der hier äußerst malerisch sich ins Zeug und in die Kurve legt. Ein romantischer und pittoresker Ort, hier sollte man einfach mal ein paar Momente innehalten. Von hier geht es dann weiter zum Schwanenweiher, ein kleines Naturgebiet, in dem man auch den ein oder anderen interessanten Vogel beobachten kann. Hieran schließt sich der Römerkessel an. Man könnte ihn auch den Kurpark von Bad Bertrich nennen. Er ist als landschaftstherapeutischer Park angelegt, eine Auszeit in seiner Natur soll helfen, den Stress zu reduzieren und der Seele neuen Raum zu geben. Hiermit ist dieser Park der erste seiner Art in ganz Europa. Der Römerkessel besteht aus insgesamt 7 Themengärten. Jeder soll eine andere Wirkung auf den Besucher haben. Von beruhigend, aufbauend, belebend bis beglückend sei alles dabei.
Hier wird auf die befreiende Wirkung des Draußenseins gezählt. Dies soll das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte stärken. Mit jedem Schritt durch den Park soll man spüren, wie die mentale Entspannung zu einem zurückkehrt. Das Leben erwartet dich. Wenn du dich für weitere Sehenswürdigkeiten aus der Eifel-Mosel-Region interessierst, dann findest du in der beigefügten Playlist bestimmt ein weiteres Video für dich. Und wenn du Videos vor allen anderen sehen willst, dann werde Kanalmitglied. Bis hierhin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.